Hallo zusammen, ich heiße Linklater und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel. Ich werde euch heute berichten, wie es war, als ich Corona bekommen habe. Dieses Video beruht ausschließlich auf meine persönliche Erfahrung und widerspiegelt in keiner Hinsicht, wie andere auf das Coronavirus reagieren. Ich selbst war bereits 3-fach geimpft, bevor ich mit dem Virus angesteckt wurde. Ich hatte bei allen 3 Impfungen den Impfstoff Comirnaty von BioNTech bekommen. Es hat alles an einem Dienstag angefangen. Ich habe Kontakt zu einer Person gehabt, die den Coronavirus in sich getragen hatte, es aber noch nicht wusste. Diese Person war laut Schnelltest zu diesem Zeitpunkt noch negativ. Am darauffolgenden Tag hat meine Kontaktperson Fieber bekommen. Diese Person hat daraufhin erneut einen Schnelltest gemacht. Dieses Mal war das Ergebnis jetzt positiv. Am nächsten Tag habe ich beim Aufstehen sehr leicht Halsschmerzen gehabt. Die Halsschmerzen sind dann im Laufe des Tages auch weggegangen. Ich habe dennoch vorsichtshalber einen Schnelltest gemacht und das Ergebnis war auch negativ. Ich habe versucht, mir nicht allzu große Sorgen zu machen, hatte aber natürlich ein bisschen Bedenken. Abends, kurz bevor ich mich schlafen gelegt habe, ist meine Körpertemperatur leicht erhöht gewesen. Dann habe ich erst recht angefangen, mir Sorgen zu machen. In der Nacht zum Freitag ist meine Körpertemperatur immer weiter angestiegen und hat 38,6 Grad erreicht. Da ich fiebersenkende Mittel nicht so gut vertrage, habe ich mein Bestmögliches getan, mich mit einem kleinen feuchten Handtuch abzukühlen. Mein Herzschlag wurde immer schneller und ich konnte nicht liegen, weil es dadurch noch schlimmer wurde. Ich war auch recht zugeschleimt und habe die ganze Zeit Wasser trinken müssen. Bis zum Morgen hatte ich allein in der einen Nacht 3 Liter getrunken, was für mich ganz schön viel ist. Am Freitagmorgen habe ich dann noch einen Schnelltest gemacht und das Ergebnis war jetzt, am 12. August 2022, zum ersten Mal positiv. Ich war mir nicht ganz sicher, wie ich vorgehen sollte und habe als erstes im Testzentrum angerufen. Sie haben mir mitgeteilt, dass ich einfach vorbeikommen konnte. Bis zum Testzentrum ist es ein Fußweg von 5 Minuten von wo ich wohne. Da ich aber Fieber gehabt habe und es mir insgesamt sehr schlecht ging, habe ich mich fahren lassen. Den Fußweg hätte ich nicht geschafft. Im Testzentrum musste ich als erstes meine Kassette mit dem positiven Ergebnis vorzeigen. Dann wurden meine Daten aufgenommen und dann musste bei mir der PCR-Test durchgeführt werden. Beim PCR-Test wird ähnlich wie beim Schnelltest ein Abstrich mit einem Wattestäbchen gemacht. Zuerst wurde mir das Stäbchen in den Mund geschoben und man hat mir hinten im Rachenbereich damit gekitzelt. Dann wurde dasselbe Stäbchen mir in die Nase geschoben und auch hier wurde ich wieder etwas gekitzelt. Zu Hause habe ich mich dann ausgeruht. Ich habe mich hingelegt und bin auch zwischendurch eingeschlafen. Bis zum Abend war meine Körpertemperatur dann nur noch leicht erhöht. Samstag war dann offiziell der erste Tag meiner Quarantäne. Ich habe mich viel ausgeruht und meine Körpertemperatur war nur noch am Nachmittag leicht erhöht. Am nächsten Tag war meine Körpertemperatur normal. Ich hatte aber Husten, war noch recht zugeschleimt und nach dem Essen war mir übel. Zu Beginn der neuen Woche habe ich gleich am Montag die Ergebnisse von meinem PCR-Test per E-Mail bekommen. Ich habe einen CT-Wert von 22 gehabt. Ich habe immer noch viel Durst gehabt und meine Nase war auch zu. Am Mittwoch war meine Quarantäne zu Ende. Ich habe zu Hause noch einen Schnelltest gemacht. Das Ergebnis war negativ. Dann bin ich nochmal ins Testzentrum gegangen, um mir das dort bestätigen zu lassen. Diesmal habe ich den Fußweg von 5 Minuten ganz alleine geschafft. Auch dort wurde ein Schnelltest durchgeführt. Sie haben mir dann das Ergebnis 15 Minuten später per E-Mail zukommen lassen. Negativ. Das Rausgehen und der kleine Spaziergang haben wirklich gut getan. Mit dem negativen Ergebnis kann man sich beispielsweise in der Apotheke den Genesenschein ausstellen lassen. Am Freitag habe ich dann wieder versucht, einen kleinen Spaziergang zu machen und eine kleine Runde Fahrrad zu fahren. Mal ging es mir besser, mal schlechter.
Ich habe immer noch Hustanfälle gehabt, war noch zugeschleimt und manchmal war mir etwas übel. Bis zur 3. Woche ging es mir schon langsam besser. Ich musste mich nicht mehr jeden Mittag schlafen legen. Allerdings habe ich immer wieder grundlos Panik bekommen. Es ist so, als ob mein Körper sich angegriffen gefühlt hatte und sich das in Panik ausgewirkt hat. In der 4. Woche hatte ich dann weniger Panik, aber immer noch Husten. Wenn ich mal nicht spazieren gegangen bin, habe ich am nächsten Tag zittrige Hände und Beine gehabt. Ein ähnliches Gefühl, wie wenn die Hand oder das Bein eingeschlafen ist. Mein Herzschlag hat sich außerdem noch so überanstrengend gefühlt. Das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Ein schneller Herzschlag könnte man vielleicht sagen. In der Woche danach waren die Hustanfälle erstmal weg. Mein Herzschlag war aber manchmal noch, ja, überanstrengend, sage ich jetzt einfach mal. In der 6. Woche bin ich dann zum Arzt gegangen, um mich einmal untersuchen zu lassen. Ich habe dem Arzt von meinen übrig gebliebenen Symptomen erzählt und er hat daraufhin mein Herz abgehört, meine Blutdruckwerte überprüft und eine EKG gemacht. Er hat nichts Auffälliges gefunden und hat gesagt, dass die Werte gut waren und es alles einfach noch ein bisschen Zeit braucht. In den darauffolgenden Wochen habe ich wiederkehrende Symptome gehabt. Mal war es ein schneller, überanstrengter Herzschlag, mal recht starke Hustanfälle. In der 10. Woche ging es mir in gewisser Hinsicht schon besser. Manchmal hatte ich Kopfschmerzen und immer wieder war mir zwischendurch kurz stark schwindelig. In der 11. Woche sind die Hustanfälle dann wieder aufgetaucht. Bis zur 12. Woche, also 3 Monate nachdem ich Corona hatte, konnte ich zum ersten Mal wirklich sagen, dass es mir besser geht. Aktuell habe ich immer noch milde Symptome. Manchmal habe ich immer noch kleine Hustanfälle, aber sie sind jetzt weniger stark. Ansonsten geht es mir jetzt, 5 Monate nachdem ich Corona hatte, insgesamt schon um einiges besser. Ganz gut geht es mir aber immer noch nicht. Wie sieht es denn bei euch aus? Hattet ihr schon mal Corona? Wart ihr geimpft oder nicht geimpft? Wie lange hat es bei euch gedauert, bis ihr euch wieder ganz fit gefühlt habt? Ich freue mich, über eure Erfahrungen in den Kommentaren zu lesen. Vielen Dank für das Anschauen, click it, like it, share it und bis zum nächsten Mal. Tschüss!